Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht habt ihr es schon gehört, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Es wurde darüber berichtet, dass die Arkane Toilette nochmal überarbeitet worden ist zum letzten Stand der letzten Beta, die live gegangen ist. Und so wie die letzte Beta gewesen ist, sagen wir es mal so, wäre die Toilette so rausgekommen, hätte es wahrscheinlich einen ziemlichen Shitstorm gegeben über das, was man halt eben dort in der Toilette jeden Tag fabrizieren kann, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und genau, da wurde jetzt nochmal ein bisschen gegengelenkt, da wurde nochmal ein bisschen auf die Community Rücksicht genommen bzw. gehört und es wurde sich nochmal zusammengesetzt. Einmal vom QA aus, dann von der Alpha Group und dann gab es noch ein internes Treffen mit den Creatoren. Letzte Woche Donnerstag, wo ich auch dabei war. Und da wurde nochmal dann intensiv über die Überarbeitung der Arkane-Toilette dann diskutiert intern und man kam dann insgesamt auf einen Nenner, der, sag ich mal, einigermaßen in Ordnung ist. So, ne? Also das komplette Feature irgendwie jetzt über den Haufen werfen und so, das ging nicht, aber man konnte gute Einwände finden, sag ich mal, dass es nicht so rauskommt, wie es hätte rauskommen sollen, beziehungsweise wie der letzte Stand der Beta gewesen ist, dass man quasi pro Tag irgendwie 3 Epics in die Toilette schmeißen kann und sowas. Das ist schon ziemlich gestört gewesen. Und jetzt haben wir im Blog auf der SF-Seite, ne, auf der Shakes and Fidget Webshop-Seite, haben wir eine Überarbeitung der Arkane-Toilette, so wie sie jetzt wahrscheinlich dann demnächst dann auch rauskommen wird. Ja, Arkane-Toiletten-Update. Willkommen, Held oder Heldin. Wir haben kürzlich unsere Absicht bekannt gegeben, eine erweiterte Version der Arkane-Toilette zu veröffentlichen, abhängig von der Akzeptanz des Features durch die Community. Während unseres letzten Treffens mit den Content Creators haben wir Feedback, Ideen und zukünftige Richtungen des Spiels diskutiert. Leider war die Zeit zu begrenzt, um alle Einblicke, die sie mitbrachten, zu behandeln, aber wir freuen uns auf viele weitere Gelegenheiten, mit Ihnen Ihr Feedback zu diskutieren. Unsere Gespräche über die Toilette haben uns ein klares Verständnis für die Gefühle und Perspektiven der Community gegeben. Folglich haben wir eine Diskussion mit Game Design und den Content Creatern geführt. Wir freuen uns, die Ergebnisse dieser Diskussion jetzt mit euch zu teilen. Es wird nur ein Gegenstand über alle Aura-Stufen hinweg opferbar sein. In der vorherigen Beta waren es 2 Gegenstände ab Aura Level 231 und 3 Objekte ab Aura Level 401. Ging absolut gar nicht. Da waren wir auch tatsächlich dann alle einstimmig gewesen, dass dieser Change auf jeden Fall nicht vertretbar sei. Und da gab es eigentlich niemanden aus der Community bzw. Content Creatern. Ich glaube, wir waren so 8 Stück, 8 oder 9, ich weiß nicht ganz genau. Es hat sich niemand dafür bereit erklärt, dass sowas möglich sein sollte. Ja, während des Auraler Großputz-Events habt ihr die Möglichkeit, die Anzahl der opferbaren Gegenstände auf 2 zu erhöhen. Da kamen dann halt eben die Einwände seitens Playa, beziehungsweise die Idee, okay, guck, wir lassen jetzt die Gegenstände immer auf 1 und erhöhen es nicht auf 2 und 3, sondern wir lassen das komplett über alle Aura-Stufen auf Stufe 1, aber während des Großputz-Events gibt es halt die Möglichkeit, 2 Gegenstände dann zu opfern. Ja, und das ist, denke ich mal, eine faire Lösung, sag ich mal so, ne? Die maximale Aura wurde auf 400 reduziert, von zuvor 500. Ja. Das benötigte Mana bleibt konstant. Es wurde uns auch nochmal vorgerechnet, was das so ungefähr an Zeit kostet. Ja. Also so ungefähr 2,5 Jahre war das, glaube ich, gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Von jetzigen Zeitpunkt aus, also falls ihr die Toilette jetzt gemaxt haben solltet, sind es nochmal ca. 2,5 Jahre, bis ihr das Ding komplettiert habt. Und wenn ihr von Aura-Stufe 1 aus anfangt, sind es ca. 5 Jahre, bis man das Feature dann durchgespielt hat unter optimalen Voraussetzungen halt, ne? Das benötigte Mana bleibt konstant, sodass es ungefähr die gleiche Zeit in Anspruch nehmen sollte, um das maximale Aura-Level zu erreichen.
Das Haustier Unda kann ab Aura 50 gefunden werden, was im neuen System zuvor 75 war. Ja? Oder auch Aura 20 im Live-System, zum Beispiel Version 25.5. Da wurde dann auch nochmal ein bisschen gegengesteuert und die Aura-Stufe hier nochmal ein bisschen runtergestuft. Um der wachsenden Nachfrage nach Schmiede mit Materialien gerecht zu werden, werden wir einen zweistufigen Ansatz umsetzen. Es wird mit einer Erhöhung der Quellen für Schmiedematerialien gerechnet, hauptsächlich durch das Zerlegen. Wir entwickeln zusätzliche Lösungen, um die Attraktivität des Zerlegens zu erhöhen. Also es kann sowas kommen, dass halt eben ein Update erscheinen wird, wo halt eben es Items oder sowas geben wird, die halt eben hauptsächlich zum Zerlegen da sind, beziehungsweise wo halt eben, wo sich das Zerlegen mehr lohnt als das Verkaufen für Gold als Beispiel oder so. Ne? Also ja, und da nochmal ein bisschen mehr Ressourcen zu bekommen, beziehungsweise das dann ein bisschen attraktiver zu gestalten. Weitere Anpassungen werden basierend auf dem Feedback aus der Arkan Toiletten Beta vorgenommen. Der Waffenschaden wird nun leicht ab Qualitätsstufe 900 sinken, anstatt bereits ab Qualitätsstufe 800. Wenn die neue Version der Arkan Toilette veröffentlicht wird, wird jegliches Mana, das in eurer Toilette gespeichert ist, in das neue System übertragen. Es sei denn, eure Arkane Toilette hat bereits Aura Level 66 erreicht. Wenn ihr bereits Aura Level 66 erreicht habt, geht das gespeicherte Mana verloren. Wir werden keinen weiteren Beta-Test durchführen oder diese Änderung in eine Plug-Doktor-Beta einfließen lassen. Stattdessen werden wir Probleme im Zusammenhang mit diesen Änderungen in einer Version angehen, die unser internes QA-Team, die Alpha-Gruppe und die Content-Creatoren erkunden werden. Ja, also genau. Was halt ganz cool ist auf jeden Fall, also es gibt nochmal keine neue Beta, weil es gab ja jetzt schon ein paar Betas zur Toilette und im Prinzip ist es jetzt nicht zwingend notwendig, noch eine dritte oder vierte oder fünfte Beta zur Toilette zu machen, so, weil am Ende des Tages kommt es halt eben nicht auf die Masse der Spieler an, die das Feature testen und dann halt eben Beta-Server spielen, um, ja, keine Ahnung, gefühlt unendlich Pilze zu haben und da durchzupushen oder so, weil die wenigsten beziehungsweise fast gar niemand irgendwie eigentlich sich mit dem Feature auseinandersetzt grundlegend, sondern eher, weiß ich nicht, just for fun pusht so. Ne? Und im Prinzip kommt es halt eben auf diese drei Instanzen an. Und für das QA-Team und die Alpha-Gruppe, die ja auch zum Großteil auch aus Discord-Membern mit sehr versierten Leuten halt eben besteht, die halt eben wissen, worauf es ankommt, ist halt eben der Austausch intern nochmal deutlich wichtiger, als nochmal einen zusätzlichen Beta-Server zu machen. Klar wird es natürlich zu solchen Features wie neuen Klassen oder dem Plug-Doktor auch geplante Betas geben und so, aber in der Vergangenheit ist es nicht jetzt nochmal nötig, in Bezug auf die Toilette nochmal eine Beta zu starten. Ist halt einfach unnötig so, ne? Und ja, gerade jetzt auch, wo wir Content Creatoren jetzt das erste Mal hinzugezogen worden sind in Bezug auf ein Update, wo wir nochmal in alle zusammengetrommelt werden in ein internes Meeting und dann halt eben nochmal diskutieren, weil wir ja auch mehr oder weniger die Community ja auch in einer gewissen Art und Weise vertreten, weil ja viele gucken bei den Creatoren halt eben zu. Die Creator nehmen viele verschiedene Meinungen auf. Die haben halt eben so ein ungefähres, die können halt ungefähr einordnen, was die Community möchte und was sie nicht möchte. Und das können wir halt eben an Playa weitertragen. Das heißt, in Zukunft ist es halt sehr schwierig, nochmal ein Update rauszubringen, was einen übelsten Shitstorm veranstaltet, weil wenn sowas kommen sollte, geht das tatsächlich dann durch diese drei Instanzen. Ja? Die Alpha-Gruppe gab es ja jetzt schon eine Zeit lang, QA-Team gibt es ja schon Ewigkeiten so, ne? Und jetzt halt eben seit neuestem werden die Content-Creator nochmal hinzugezogen. Und das ist sehr, sehr cool und auch sehr, sehr wichtig, dass das Ganze halt eben jetzt nochmal eine Instanz mehr durchläuft und halt eben wir in dieser Art und Weise halt eben auch wichtig sind, dafür zu entscheiden, was halt eben Quatsch ist und was man vertreten kann, sag ich mal, in einer gewissen Art und Weise, um am Ende des Tages das Spielerlebnis nicht nur für uns, sondern auch für euch dann halt eben besser zu machen. Und genau, das so ungefähr lief das ab. Also ich glaube, seitdem wir jetzt bei Playa gewesen sind, da hatten wir nicht wirklich Zeit gehabt, über die Toilette zu diskutieren. Im Ansatz schon,
Aber nach dem Treffen bei Playa war halt eben letzte Woche Donnerstag wirklich nochmal ein internes Online-Meeting und da wurde halt eben einstimmig dagegen entschieden, die Toilette so rauszubringen, wie es hätte sein sollen, ursprünglich. Und deswegen ja, wurde das jetzt halt eben auch nicht so gemacht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ich hoffe, so kann es in Zukunft auch weitergehen. Ja, und ich denke mal, so ist das auf jeden Fall eine okaye Zwischenlösung für alle Leute. Und da bin ich sehr gespannt, was die Toilette dann schlussendlich an Änderungen dann für uns bereithält. Und darüber wollte ich euch auf jeden Fall berichten. Ne? Ich denke mal, damit kann man definitiv mit einem etwas beruhigterem Gewissen an die nächsten Updates rangehen. Ich hoffe mal, wir werden dann auch in Bezug auf zukünftige Änderungen dann auch noch weiterhin hinzugezogen werden. Aber ich denke mal, das geht auf jeden Fall in eine gute Richtung und das war ein gelungenes Meeting auf jeden Fall. Und genau, soweit erstmal dazu. Ja, falls noch Fragen sein sollten, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, soweit ist das Wichtigste erstmal gesagt. Bis dahin war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.